So, Runde 2. In diesem Video will ich jetzt ein wenig darüber reden, was mich antreibt und motiviert bei diesem ganzen Projekt. Also, wenn ihr das jetzt gesehen habt, ich habe nach dem letzten Video Rücksprache gehalten mit einem guten Freund von mir, Ritesh, und meinem Cousin. An dieser Stelle schon mal vielen Dank, Herr Lück, denn dieser hat jetzt ein wenig an dem Logo gearbeitet. Ich habe mir gedacht, als Name, da ich so ein Wortspiel-wütiger Mensch bin, nennen wir das Ganze Empathie-Work, und wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich schon das Profilbild und das Banner dementsprechend designt. Erstaunlich, was die Jugend heutzutage alles schon technisch drauf hat. Jedenfalls, genau, also es geht um 4 Motivationen, die mich hierbei antreiben. Die erste ist relativ eindeutig, also meine Freundschaft zu Chandre, der ja mit dieser Idee auf mich zukam und mit dem zusammen ich jetzt dieses Projekt durchziehen möchte. In erster Linie kann ich das einfach sehr gut nachvollziehen, dass er aus einer Lage der, ja, wie soll man sagen, der Aufbauhilfe etwas für sein Städtchen tun möchte. Dort ist eine sehr hohe Arbeitslosigkeit und er lebt zwar auch nicht mehr da durch sein Studium, aber er hat einen Drang dazu und das finde ich richtig und auch wichtig. Das zweite ist, und das ist ein wenig vernetzt, das ist das Debattieren. Also ich habe Chandre kennengelernt bei einem Debattierturnier in der Türkei und war selbst jetzt seit fast 3 Jahren oder bin selbst aktiv Debattierer für den englischen Debattierclub an der Uni Köln, Tilbury House. Und in letzter Zeit hat es ein wenig abgeflacht durch meine Reisen und meinen Master, aber es ist eine sehr schöne Tätigkeit, nur habe ich ein wenig etwas vermisst. Also beim Debattieren ist es so, du musst dich in sehr, sehr kurzer Zeit mit deinem Teampartner auf ein ganz unterschiedliches Thema vorbereiten. Das kann von war Gott Kapitalist bis hin zu Kim Jong-un oder Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen als Lehrer in der Grundschule. Also es sind sehr, sehr viele Themenbereiche, die man spontan und in sehr großer Tiefe analysieren muss. Und dabei sind sehr faszinierende Debatten entstanden. Ich habe auf sehr viele Menschen getroffen, sehr viele unterschiedlicher Herkunft. Nur fehlt mir ein wenig die Implementierung und Umsetzung. Da ich denke, es sind sehr viele gute Ideen und nachhaltige Projekte, die man hätte daraus machen können. Aber was passiert? Im Endeffekt kommt ein Juror, irgendeiner, und sagt, okay, das war Platz 1, 2, 3, 4. Und man zieht weiter zum nächsten Thema. Das ist so ein wenig, warum ich auch vielleicht hoffe, hier ein paar meiner Debattierkontakte etc. nutzen zu können oder auch mit ins Boot zu holen für dieses Projekt, da es mir doch auch ein großes Anliegen ist. Und drittens, das bezieht sich jetzt auf meine akademische Ausbildung. Ich habe jetzt kürzlich mit Volkswirtschaft angefangen. Ich komme eigentlich eher aus der naturwissenschaftlichen bzw. aus der mathematischen Richtung und habe jetzt einen Master angefangen in VWL. Und da das erste Mal jetzt Einblick in so volkswirtschaftliche Zusammenhänge, das heißt, gerade in der Punkt Entwicklungshilfe, also etwas, was mich auch persönlich interessiert, ist es so, wenn wir uns aktuelle Abkommen oder Pläne ansehen, da sei jetzt mal nur ganz exemplarisch zu nennen, zum einen der sogenannte Marshallplan für Afrika, der Anfang des Jahres bei diesem G7 oder G8-Gipfel, glaube ich, wurde der ins Leben gerufen, der zwischen der EU und Afrika quasi Aufbauhilfe leistet. Aber genau wie auch die aktuellen Diskussionen, das heißt WPA, das ist ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem afrikanischen Pendant, der Afrikanischen Union, AU, und andere Nationen, aber hauptsächlich den beiden. Dort ist genau wie beim Marshallplan für Afrika sehr, sehr viel Privatinteresse zu finden und sehr wenig soziopolitische Elemente, also wirklich auch, dass man nachhaltig die Zivilgesellschaft stärkt vor Ort oder die Industrialisierung. Das vermisse ich in vielen dieser Pläne und denke, dass es ein Defizit ist, was vielleicht von kleineren Entwicklungsprojekten getragen wird, aber auf das noch mehr Aufmerksamkeit nötig wäre hinzuführen. Gerade in Zeiten von Flüchtlingsströmen und Ursachenbekämpfungszielen etc. Und der letzte Punkt wiederum ist das Ganze hier, also das ganze Format. Ich bin ein großer Fan von Podcasts, habe immer viel konsumiert und das ist jetzt nur mal exemplarisch zu nennen, beispielsweise in Deutsch die Lage der Nation oder auch Etherbox Ehrenfeld hier aus Köln. Aber insgesamt auch das YouTube-Format finde ich eigentlich sehr faszinierend, wie viele Möglichkeiten man hat, sich selbstständig mitzuteilen. Und das ist auch ein Anliegen, dass ich nicht nur aktiv zuhören, sondern auch aktiv mitmachen möchte und im besten Falle das Ganze sogar ummünzen möchte zu etwas Nachhaltigem. Und das ist so ein wenig der Startschuss jetzt und ich bin zuversichtlich, dass wir da mit authentischen und transparenten Videos und Inhalten Möglichkeiten bekommen, um einen Mehrwert zu liefern. So ein bisschen
ne, das soll jetzt nicht verwirren, aber so ein bisschen wie mit Bitcoins, wo ja auch dieses Blockchain-Prinzip, wenn ihr das kennt, wo quasi die Zentrale, also die Bank quasi rausgenommen wird aus dem System und nur noch Endnutzer miteinander kooperieren. Also ich und Chandre, die quasi jetzt ohne Caritas und sonstige Organisationen etwas durchziehen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen in meine Gedankenwelt zu diesem Thema und vielleicht ein wenig meine Optimismus und meine Euphorie nachvollziehen. Aber seid gespannt, stay tuned und bald kommt mehr. Bis dahin, euch noch einen schönen Abend.